Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Eigentlich hätte es ja heute beim Opel weitergehen sollen. Ich habe aber jetzt diese Woche TÜV gemacht auf dem Audi und dabei ist den TÜV-Prüfern aufgefallen, dass an der Hinterachse nicht mehr wirklich viel Belag vorhanden ist. Ich habe damals, als ich die Vorderachse gemacht habe, verlinke ich euch oben, habe ich auch die Hinterachse kontrolliert und schon mitbestellt. Das heißt, die Teile habe ich jetzt alle schon da. Aber ich habe es damals nicht gewechselt, weil damals, das ist auch schon wieder 6.000 oder 7.000 Kilometer her, da waren die Belege noch gut. Und deswegen steht das jetzt sozusagen einfach notgedrungen an. Deswegen gibt es das mit dem Opel-Fahrwerk erst nächste oder übernächste Woche. Heute ist jetzt erstmal Thema Hinterachsbremse am Audi. Sowohl die Bremsscheibe werde ich erneuern. Die jetzige hat schon einen kleinen Grat, als auch eben, wie gesagt, neue Belege. Und ich habe mir auch bestellt diese entsprechenden Klemmzangen. Die kommen oben in den Bremssattel rein und sorgen dafür, dass der Bremsbelag nicht komisch hin und her flattert. Da das ja eine Hinterachsbremse ist mit elektronischer Parkbremsfunktion, werde ich jetzt einmal mit meinem Tester das Ganze in die Wartungsposition fahren. Das heißt, man kann mit einem Tester die entsprechenden Elektromotoren ansteuern und eben dafür sorgen, dass über diesen Tester dann der Elektromotor sozusagen den Bremskolben ganz reinfährt. Also so wie wenn ihr es manuell zurückstellen würdet. Das dürft ihr natürlich nicht manuell machen an so einer elektronischen oder elektronisch unterstützten Bremse, weil sonst würdet ihr ja gegen den Elektromotor arbeiten und da die Mechanik kaputt machen, sondern das müsst ihr dann eben über einen Tester ansteuern. Und das ist jetzt das Erste, was ich mache. Die Elektronik ansteuern, sodass der Kolben eben komplett zurückfährt und ich das Ganze dann tauschen kann. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Wir springen in den Zeitraffer und es geht direkt am Reifen bzw. am Fahrzeug weiter mit Tausch eben Scheibe, Belege, Klammern. Guck mal, ob ich euch auch was reinschneide zu der Servicefunktion im Tester, damit ihr da auch die Position einmal gesehen habt. Der Motor wurde jetzt zurückgestellt. So sieht das hier im Menü aus. Da könnt ihr eben in die entsprechenden Servicefunktionen gehen und dann wird das Ganze eben entsprechend zurückgesetzt. So, hier sind noch mal ein paar Hinweise, dass man jetzt eben Zündung ausschalten soll und wie gesagt, man das wechselt. Gehen jetzt hier auf OK, machen die Zündung aus, Schlüssel raus. Jetzt beenden wir hier auch die Sitzung. Er ist ja eh schon disconnected. Wie gesagt, war hier bei den Servicefunktionen Bremsrückstellung. Da findet ihr das. Jetzt springen wir in den Zeitraffer für das Wechseln der Belege und der Scheibe. So, jetzt habt ihr gesehen, Rad ist ab. Wie gesagt, das mit dem Rückstellen des Motors habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut gehört, aber ich habe euch das Menü ja gezeigt. Das ist ganz wichtig, dass ihr das zuerst macht, dass der Elektromotor voll zurückgefahren ist, damit, wenn wir jetzt hier den Sattel lösen und die Belege entnehmen, die Scheibe wechseln, dass wir den Kolben auch problemlos zurückstellen können. Denn nur weil der Elektromotor zurückgefahren ist, heißt das nicht, dass der Kolben jetzt zurückgefahren ist. Bedeutet, der steht wahrscheinlich noch relativ weit draußen. Den müssen wir dann eben konventionell, so wie ihr das von den anderen Videos von mir kennt, entweder mit der Hand zurückdrücken oder hier mit so einem Tool. Am Anfang mache ich gerne das Tool, da fällt es ein bisschen leichter. Für den Rest mache ich es meistens mit der Hand, dass ich einfach mit dem Daumen den Bremskolben zurückdrücke. Das geht normalerweise gut. Wie gesagt, hier haben wir jetzt eine Besonderheit mit dem Elektromotor und dadurch, dass das jetzt hier alles so verbaut ist, können wir nicht wie zum Beispiel bei der Mercedes B-Klasse von meiner Mutter oder auch beim Audi an der Vorderachse einfach den gesamten Sattel abnehmen, sondern was ich jetzt hier mache ist, ich löse diese Schraube hier oben, die hält den schwimmenden Sattel und das gleiche gibt es nochmal hier unten. Na, da an der Stelle ist auch noch mal eine. Die löse ich jetzt. Und wenn ich die gelöst habe, dann können wir den gesamten Sattel, also hier diesen inneren Teil, das hier bleibt sozusagen starr an der Achse. Das ist hier mit der
mit dem Achsschenkel verbunden. Aber dieses mittlere Teil, ne, wo dann sozusagen ja auch der Kolben die Kraft ausübt, zusammen mit dem Elektromotor hier hinten, das seht ihr dann gleich im Zeitraffer, das können wir dann abnehmen, wenn wir die beiden Schrauben gelöst haben. Wie machen wir das? Wir brauchen einen relativ schmalen Maulschlüssel, und zwar einen 15er Maulschlüssel. Den setzen wir hier an dieser Mutter an. Ja, wenn ich auch den 15er nehmen würde, wird es auch funktionieren. Setzen wir hier an. Ist ein bisschen verrostet, muss man halt ein bisschen mit Kraft machen. Und dann können wir hinten mit einem 13er, mit einer 13er Nuss, das Ganze, also die Schraube lösen. Die drehen wir dann ganz raus. Das machen wir hier oben und dort unten, wo ich euch gezeigt habe. Und dann können wir das gesamte Mittelteil, also sprich den schwimmenden Sattel und den Motor, den können wir dann rausnehmen. Seht ihr, wie gesagt, gleich im Zeitraffer. Und dann am besten schon einen Haken oder irgendwas bereitlegen, dass ihr euch das dahin hängen könnt. Ich erkläre euch das jetzt kurz, weil ich mache es dann einfach im Zeitraffer in einem Rutsch. Dann hätten wir das hier. Dann haben wir hier solche Metallspangen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die habe ich mir auch neu bestellt. Sehen so aus. Die werden dann hier so reingeklipst, sorgen dafür, dass der Bremssattel geführt ist, also so rum reingeklipst, das ist richtiger, sorgen dafür, dass dann der Bremsbelag, der Belag geführt ist. Also hier kommt dann die Nase des Belags rein. Das seht ihr dann aber auch im Zeitraffer. Bedeutet, wie gesagt, wenn man das Teil hier in der Mitte rausnehmen kann, dann hat man Zugang zu den beiden Bremsbelägen. Die können wir dann rausnehmen. Wir können diese Spange rausnehmen. Dann werde ich die Auflageflächen alle säubern, werde die neuen Spangen einsetzen und zwischendurch werde ich auch noch die Bremsscheibe wechseln. Hier ist es dann so, auch wieder mit einer Schraube gesichert. Die löse ich dann zuerst. Und dann nehme ich die Bremsscheibe hier vorsichtig raus. Das geht auch, wenn der Sattel montiert ist, das ist kein Problem. Müsst ihr einfach ein bisschen schräg halten, dann könnt ihr die da rausziehen. Geht wunderbar. Wie gesagt, dann reinige ich überall die Flächen, bringe diese Spangen an, oben und unten, setze die neuen Bremsbeläge ein mit der neuen Scheibe, baue hier das Ding wieder drauf und dann sind wir auch mit dem Bremsbelag und Scheibenwechsel schon fertig. Dann müssen wir noch mal gucken, ob es noch mal ein Menü gibt, um den Stellmotor wieder sozusagen rauszufahren. Das schauen wir dann nach dem Zeitraffer. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, einmal nochmal die Parkbremse zu betätigen und zu gucken, ob sie anzieht. Aber das sollte gehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich jetzt auch noch mache, hier oben, denke ich, sieht man das ganz gut, ist das sehr verrostet. Das werde ich dann noch entsprechend abschleifen und eben mit Rostumwandler behandeln. Und das alles seht ihr jetzt im Zeitraffer. Wie gesagt, einfach nur so ein bisschen vorher erklärt, damit ihr versteht, welche Schritte ich jetzt als nächstes ausführe. Ist relativ einfach und simpel, das Ganze durchzuführen. Einziger Knackpunkt ist eben, wie gesagt, man muss auf jeden Fall daran denken, den Elektromotor komplett zurückzufahren, damit man sich den nicht kaputt drückt.
jetzt müsstet ihr eigentlich alles soweit gesehen haben, bis auf die Geschichte mit der Rostbehandlung. Das habe ich ohne Kamera gemacht, weil ich da nicht wusste, wie ich die Kamera positionieren soll. Ich habe es mit der Drahtbürste und dem entsprechenden Schleifvlies die ganzen groben Rostbröckchen weggemacht und habe es dann mit Rostumwandler mit einem Pinsel bestrichen. Das heißt, das sollte dann auch erstmal an der Stelle in Ordnung sein. Und wie gesagt, zum Wechsel habt ihr ja jetzt die Zeitraffer gesehen. Einfach nochmal zum Rekapitulieren. Ihr löst jetzt hier bei diesem schwimmend gelagerten Sattel, hier haltet ihr mit einem 15er Maulschlüssel, mit einem schmalen 15er Maulschlüssel gegen, löst dann die obere Schraube, als auch die untere Schraube hier auch wieder gegenhalten mit einem 15er und dann mit einem 13er lösen. Dann, wie gesagt, nehmt ihr die Schrauben raus. Und wenn ihr die Schrauben rausgenommen habt, dann könnt ihr den gesamten Sattel inklusive Stellmotor einfach nach hinten rausziehen. Danach löst ihr die Bremsscheibe mit der Sicherungsschraube, stellt die Bremsscheibe dann leicht schräg und zieht sie raus, neu wieder reinsetzen. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorher nochmal die Radnabe gereinigt. Würde ich euch immer empfehlen, denn wenn sich da so Rostpartikel und sowas absetzen, kann es sein, dass es nicht 100% plan aufliegt. Dann entstehen gegebenenfalls Vibrationen oder Unwuchten. Alles Dinge, die man nicht haben will. Deswegen bietet es sich immer an, auch beim Räderwechseln dann diese Flächen nochmal zu säubern. Das muss ich jetzt natürlich nicht machen, weil es eine ganz neue Bremsscheibe ist. Da ist das plan. Aber wenn das jetzt eine alte Bremsscheibe wäre und ihr macht einen Radwechsel oder so, würde ich euch immer empfehlen, das Ganze abzuschleifen. Diesen Aufsatz von HZ verlinke ich euch unten wieder in der Videobeschreibung. Finde ich wirklich super. Dann, wie gesagt, habe ich die Bremsscheibe getauscht. Dann habe ich diese kleinen, Clips oder Schienen erneuert, wo dann nachher die Bremsbeläge drin stecken. Die sind auf der einen Seite, haben die hier so eine Plastikauflagefläche und auf der anderen Seite ist es Metall und soll einfach verhindern, dass dann durch Vibrationen oder kleine Bewegungen irgendwelche Störgeräusche entstehen. Die habe ich neu gemacht, wie gesagt, neue Bremsbeläge habt ihr ja gesehen und dann einfach den Sattel ganz zurückstellen. Wie gesagt, ich habe es vorher auch schon mal erwähnt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, nur zurückstellen den Sattel, wenn ihr vorher über das Diagnosegerät den Stellmotor in die Wartungsposition gefahren habt, sonst drückt ihr euch da den Stellmotor kaputt. Und wie gesagt, das ist jetzt alles passiert. Jetzt bringe ich das Rad wieder an, mache das Ganze noch auf der anderen Seite und dann schauen wir nochmal im Tester, ob wir dann die Möglichkeit haben, den Stellmotor auch wieder in eine normale Position zu fahren oder ob das dann einfach beim ersten Mal Handbremse anziehen, er dann von alleine wieder die Position findet. Aber erstmal Rad dran und dann geht es jetzt für euch gleich am Tester weiter. So, diesmal bin ich jetzt nochmal in die Bremsrückstellung gegangen, in das Menü und wir sehen, wir haben ja vorher ausgeführt öffnen und jetzt gibt es ein Schließen. Wir sehen auch hier Parkbremse, Parkbremse blinkt und zeigt eben auch was an, genauso auch hier unten und ich hoffe, ich habe es auch noch nie gemacht, dass ich mit dieser Funktion, also mit dem Bremssättel hinten schließen, dass das dann damit abgeschlossen ist. Probieren wir jetzt mal. Ja, hat was gemacht. Jetzt schauen wir mal, was er hier sagt. 30 Sekunden warten. Okay, jetzt warten wir mal 30 Sekunden. Was wir auf jeden Fall sehen. Okay, er hat jetzt auch schon einen anderen Dialog, ohne dass ich was machen musste. Bremssättel wurden geschlossen. Bremsschalter und die Warnleuchte im Kombi-Instrument blinken wahrscheinlich weiter schnell. Bla bla bla. Kann ich sagen, nein. Ist bei meinem Fahrzeug nicht so. Er hat jetzt schon erkannt, dass die Parkbremse nicht gezogen ist, aber das Blinken ist weg. Und auch die beiden Fehlermeldungen sind sofort verschwunden. Also das ist halt, ja, wie gesagt, diese Meldungen, dieser Tester ist ja jetzt hier von Launch für verschiedene Fahrzeuge. Das heißt, es kann Fahrzeuge geben, wo es so sich verhält, wie hier beschrieben. Kann aber auch sein, wie bei mir, dass die Fehler dann weg sind. Jetzt schauen wir mal, was sagt er. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Parkbremse anziehen und lösen. Das mache ich dann später, wenn ich nach Hause fahre. Also dadurch, dass die Meldungen bei mir jetzt schon weg sind im Steuergerät bzw. Im Dashboard nichts mehr als Fehler angezeigt wird und auch das Blinken aufgehört hat, brauche ich das jetzt nicht zu testen. Ich gehe davon aus, dass das passt. Und werde jetzt einfach einmal die Parkbremse anziehen. Mal gucken, was dann passiert. Okay, ich brauche das Bremspedal. Jetzt muss der alte Mann hier einmal reinsteigen. So, bin jetzt drin, drücke die Bremse, schauen wir mal. Ist gelöst. Jetzt ziehen wir es mal an.
Ja, merkt man auch, Bremspedal wird fest. Blinken hat aufgehört, das heißt, wir haben jetzt wieder die klassische Darstellung wie sonst auch. Bremse ist gezogen, ihr merkt das im Gaspedal, ihr merkt das im Bremspedal natürlich. Die Leuchte hier ist auch normal, keine komischen blinkenden Fehlermeldungen mehr. Ich löse sie nochmal. Funktioniert auch. Ich spüre, wie gesagt, so leichtes Pulsieren am Bremspedal. Leuchte bleibt aus, blinkt auch nicht mehr und auch keine weiteren Anzeigefehler im Kombi-Instrument. Somit wären wir hier fertig. Ich stöpsel das wieder ab und dann schauen wir uns mal die alten Scheiben und Beläge an. So, jetzt habt ihr ja gesehen, wie der Wechsel allgemein funktioniert. Und jetzt schauen wir uns der Vollständigkeit halber nochmal die alte Scheibe an. Ich habe jetzt nur eine geholt, die sind von der Abnutzung relativ identisch. Also die hätte man auch durchaus, hier ist zwar eine Kante, die ist aber noch nicht mega groß. Also da hätte man theoretisch auch nochmal die Scheiben fahren können, wollte ich aber nicht. Die sehen jetzt wirklich nicht schick aus und ich hatte ja schon alles liegen. Deswegen habe ich es einfach komplett gewechselt. Dann, wie gesagt, diese Spangen oder diese Clips, die würde ich euch auch empfehlen, dass ihr die immer mitbestellt, wenn ihr da entsprechend die Beläge oder Beläge und Scheibe wechselt. Die haben auf der einen Seite, wie gesagt, so ein bisschen Plastik und auf der anderen Seite Metall und sorgen einfach dafür, dass der Bremsbelag im Sattel nicht nachher vibriert oder klackert. Das gibt sonst komische Störgeräusche oder Quietschen. Und dann schauen wir uns die Beläge an und hier würde mich mal interessieren, was euer Feedback ist, denn das ist etwas, was ich jetzt schon an vielen Autos mit schwimmenden Bremssätteln gesehen habe. Und zwar, also zum einen, klar, die Beläge sind stark verschlissen, deswegen hat es der TÜV ja auch angemahnt, auch völlig zu Recht. Ich hatte es ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen nach dem Bremswechsel an der Vorderachse. Deswegen fand ich das sehr gut, dass mich der TÜV darauf hingewiesen hat. Und wie ihr sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ich gehe mal ein bisschen näher ran, könnt ihr diesen Verschleißunterschied erkennen. Das ist von einer Achse, ja, also beziehungsweise von einem Rad. Das ist ein Bild, was ich, wie gesagt, jetzt auch bei der B-Klasse von meiner Mutter und auch jetzt hier bei meinem Audi gesehen habe, dass diese schwimmenden Bremssättel, wo es ja nur auf einer Seite Bremskolben gibt, die bei den Autos, die ich bisher jetzt eben am Wickel hatte, immer ein sehr uneinheitliches Verschleißbild zeigen. Das ist jetzt nicht mega Abweichung, aber das ist schon ganz ordentlich. Also ich hätte gesagt, die hier kann man gut noch 5000 Kilometer fahren und die hier auf gar keinen Fall. Ja, also gerade hier oben an der Kante, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier im Video sehen kann, aber da ist wirklich praktisch schon gar kein Belag mehr vorhanden, wohingegen hier eigentlich noch genug Belag da ist. Und das finde ich, ja, also vom Grundaufbau bin ich ehrlich gesagt kein großer Fan von diesen schwimmend gelagerten Bremsanlagen. Ich hatte mich auch schon mal erkundigt, ob ich nicht auf eine RS6-Anlage oder sowas umrüsten kann, aber ist halt dann auch immer ein Riesenthema mit TÜV und allem. Und was halt auch aufgefallen ist, an einer Seite war tatsächlich schon dieses Hitzeblech, was hier auf der Rückseite drauf gemietet ist. Das hatte sich schon gelöst. Ja, das war jetzt natürlich der letzte Bremsbelag, den ich anfasse. Nee, auch nicht. Wo kam das denn her? Jetzt bin ich irritiert. Bei welchem fehlt es denn? Jetzt bin ich sehr irritiert, wo das Plättchen herkommt, denn die sind eigentlich alle noch dran. Das hier sieht ein bisschen arg frisch aus. Vielleicht hat es sich hier gelöst. Das könnte ich mir vorstellen, dass das 2 Plättchen sind und sich hier gelöst hat. Ja, hier passt das drauf, genau. Also hier kam das her. Das heißt, bei einem Belag, der auch noch relativ gutes Futter hatte, da hatte sich schon dieses Hitzeschutzblech gelöst. Also das nutzt man, um eben die Hitze, die entsteht zwischen Reibfläche und Kolben ein bisschen zu reduzieren, indem man da eben ein bisschen Material dazwischen packt. Für BMW gibt es sowas auch, solche extra Shims. Da haben das auch nochmal den Sinn oder soll auch nochmal den Sinn haben bei BMW, dass wenn man diese Shims gerade an der Hinterachse einlegt, dass dann dieses Klappern aufhört, weil da hat man eben genau so ein Problem. Es sind zwar keine schwimmen gelagerten Bremssättel, aber da haben eben die Bremsbeläge ein bisschen Spiel beim BMW und dann klappert das und mit diesen Shims kriegt man das dann oder wird man das Klappern los. Jetzt haben wir uns das angeguckt. Wie gesagt, die alten Sachen ist eigentlich eine schnelle Nummer. Ich habe es jetzt schon, ich glaube, 2-mal erwähnt. Ich erwähne es noch ein 3. Mal. Ganz wichtig, wenn ihr das bei der elektronischen Parkbremse macht, dass ihr vorher mit einem Tester VCDS oder wie ich mit dem Launch die Bremssattelposition entsprechend in die Wartungsstellung bringt, also dass der Kolben oder beziehungsweise der
Elektromotor hinten, der den Kolben betätigen kann, dass der komplett zurückfährt, dass ihr, wenn ihr den Bremskolben zurückstellt, euch nicht den Elektromotor bzw. die Verzahnung kaputt macht. Und dann eben danach, habt ihr jetzt ja auch gesehen, nochmal ins entsprechende Tool gehen und den Bremssattel wieder ansteuern, also sprich, dass der wieder in die Normalposition fährt, dann einmal die Feststellbremse betätigen und dann sind auch die Fehlermeldungen oder Warnmeldungen weg. Ist also eine feine Sache, man braucht aber eben ein entsprechendes Diagnosegerät, anders geht es nicht. So, und jetzt hätte ich gesagt, zeige ich euch noch einmal kurz am Auto, wie es auf beiden Seiten aussieht, denn wir haben ja eben auch schon sozusagen die Grundeinstellung wiederhergestellt. Das heißt, ich habe jetzt beide Seiten schon fertig, Camera Magic, und wir schauen uns das einmal an. So, wie gesagt, so sieht das jetzt aus. Ganz frischer Bremsbelag. Hier ist jetzt auch mehr als genug Material wieder vorhanden. Das reicht jetzt locker wieder für 40.000 Kilometer oder mehr. Je nachdem, je nach Fahrweise natürlich, haben beide Seiten gemacht. Dass jetzt hier so eine leichte Verfärbung da ist, verschwindet beim Bremsen, denn das ist noch eine Korrosionsschutzschicht. Das heißt, das ist nicht die Schicht, die nachher wirklich zum Bremsen genutzt wird. Das ist noch so eine Schutzschicht, die man jetzt abbremsen muss. Da kann es auch sein, dass es jetzt am Anfang ein bisschen lauter ist beim Bremsen. Das liegt dann einfach daran, diese Lautstärke, dass eben diese Schutzschicht sich abbremst, und sobald die weg ist, sind dann auch die Geräusche und die Vibrationen weg. Hier sehen wir das jetzt auch, ganz frischer Belag, alles tippitoppi und im Futter. Insofern passt das jetzt. Wie gesagt, hat sich wirklich, also war ein glücklicher Umstand, dass ich zum TÜV musste diesen Monat und dass es da dann aufgefallen ist, weil ich hatte es tatsächlich schon vergessen. Insofern, TÜV ist eine feine Sache. Also die sehen auch manchmal Sachen, oder was heißt manchmal, die sehen wirklich Sachen, die wichtig sind, wenn man es dann selber aus dem Auge verliert. Insofern hat das alles ganz gut gepasst und somit sind wir für heute durch. Wie gesagt, nächstes oder übernächstes Mal geht es dann hoffentlich am Opel weiter mit dem Fahrwerk. Das musste ich jetzt einfach zwischen reinschieben. Ich denke, ihr habt gesehen, das war jetzt einfach allerhöchste Eisenbahn. Und ich hoffe, es war wie immer was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.